Ja, und somit ein recht herzliches Hallo wieder zu einer Runde Eleanor, liebe Freunde. Hier sind wir das letzte Mal ausgestiegen und es geht hier weiter. Wir müssen die Leiche untersuchen. Da ist jemand vor dem Laden hier erschossen worden, wer das letzte Mal gesehen hat. So, wir untersuchen den Arm. Hier gibt es nichts am Kopf. Ja, man kann alles durchsehen. Ich glaube, die Füße kann man nicht anschauen. Der hat da auch nichts da am Start. Nö, da war ein bisschen zu schnell. Geh mal rauf zum Kopf. Genau. Kann man auch drehen und wenden. Ja. Ich habe noch mal kurz müssen starten. Ich glaube, hier hat's was. Oder hier ist ein Fehler. Ich drücke drauf. Er macht wieder zu, aber es ist einfach deswegen, weil nichts drin ist. So, hier haben wir eine Ratenzahlung. Das ist das Einzige, was ich vorher schon gehabt hatte. Ja, eine Ratenzahlung. Mit der Nummer drauf und alles. Ja, genau, das haben wir in unserem Beweisbüchlein drinnen. Aber wir untersuchen jetzt, ja, weiter gibt es da glaube ich nichts. So, wir schauen mal weiter, bevor wir, ich glaube wir können dann in den Laden reingehen, auch befragen, wenn mich nicht alles täuscht. Der kniet da, das könnten die Patronenhülse sein, so wie das blinkt. Nämlich 5 Stück an der Zahl, okay. Shell casings. Ja, Like 32s. okay. Sehr schön, jetzt steht er hier, sagt, will er uns damit was sagen? Oh, das war nicht sehr intelligent, die Waffe hier in den Mülleimer zu werfen. Das geht mit Sicherheit And besser. Browning. Serial number 01138. Might need to run it by a gun store. Eagleson's gun store's a couple blocks from here. Ich glaube, wir müssen in den Gun Store bei den Couple of Blocks, genau. So, hier ist This guy in the crowd thinks he saw something, Cole. You better take a statement. abgesperrt. Mehr sehen wir da nicht. Da gehen wir mal da rein. Guten Tag. Oh, sehr schön zusammengeräumt alles. Sehr sauber hier, ja. Can I help you, sir? Und eine nette Dame. Ich begrüße I'm Sie. Officer Phelps, miss. I'm here about the shooting. Did you know the victim? He was my boss. Mr. Mr. Gage. Gage. Mr. Gage's first name. Everett. And you are? Galleta. Okay, Clovis. Gage. Galleta. Ja, und das ist natürlich die Hauptsache vom Spiel, also die Hauptsache, das eigentliche Brillante vom Spiel, diese Mimik und die Gestik und alles von den Gesichtern der Leute, wenn man sie interviewt und befragt, das ist sehr, sehr geil. So, I Augenzeugin. think you could tell me exactly what happened, miss. I look around the shops at lunch. I was in a store when Mr. Gage, my boss, bursts in yelling that I'm late on my lunch. And? We came back. I was angry. I walked in front. I heard shots. I turned and saw Mr. Gage fall. Du glaubst, ja, wenn da schon steht Lüge, dann werden wir mal versuchen. Ja, das ist das Tutorial. Also schaut ein bisschen komisch. You're lying, Yeah. Miss Coletta. You know what happened and why. You're going to tell me. There's nothing to tell. I've done nothing wrong. How can you prove different? Ja, das fragen sie uns dann natürlich immer. Wähle dem Notizbuch, wähle Ratenzahlungsbeleg aus. Beleg für Bälleringe ausgestellt vom Banker. Ja, genau. Your pearl earrings, Miss Coletta. You've been paying for them for a whole year. Stop lying. And tell me what happened at the jewelry store. Oh God!
I won't lose the earrings, will I? You could lose your freedom, you little fool, if you don't stop obstructing a murder investigation. Mr. Kalu. Edgar Kalu. He runs the jewelry store. He's showing me a lovely watch. Mr. Gage bursts in. Mr. Kalu gets very angry with Mr. Gage, and they start yelling at each other. Mr. Gage tells me that all of the things in the store are junk, nickel-plated, made in Japan, and yells at me to get back to work. Then what happened? We get back here, and I hear a loud bang. Mr. Gage clutches at his back. I hear another bang, and another, and another. Mr. Gage falls to his knees. It looked very painful. Scroll mit L durch die Frage und Beweise. Details zur Schießerei. Ne, wir gehen von oben nach unten. Möglicher Mordverdächtiger. Which jewelry store? Hartfield's. Broadway between 5th and 6th. Did you see the person who shot Mr. Gage? Of course I did. Na, what? Mr. Kalu looked very angry. He kept firing the gun. He kept pulling the trigger. He threw the gun in a bin and Das stimmt. turned and walked away. Ja, wenn du glaubst, die Zeugin lügt, aber du es nicht beweisen kannst, muss ich auf X drücken. Also Xbox-mäßig, um das Ganze anzuzweifeln. Ja, man sieht, man kann es, wir können schon ein bisschen üben. Ja, jetzt, okay, jetzt ist dann, ja, man kann es phasenweise ahnen, wie sie schaut. Jetzt ein bisschen verzwickt und so, nicht immer gleich direkt in die Augen. Danach soll es dann ja die Wahrheit sein, die nächste Antwort vielleicht, dann schauen wir mal, wie sie dann schaut. Jetzt zweifeln wir das Ganze mal an. Ja, richtig, genau, ist ja ein Tutorial. Is that what you want? Tell me why Mr. Kalu shot Mr. Gage. Mr. Gage hates Jews. A lot of people Oh. do. It's not my fault if he has nice things. Mögliches religiöses Motiv. Details zur Schießerei? How many shots did you hear, Miss Galetta? It's difficult to remember. It sounded like there were so many, and they were so loud. Wenn du glaubst, dass die Zeugin die Wahrheit sagt, wähle Wahrheit. Schauen wir mal in die Augen, das muss ich gleich ein bisschen üben können auch. Ja, okay, merkt man sich You halbwegs. concentrate, Miss Galetta. Even minor details can become important later on. Well, there was one bang, and then another, and then three very quickly, close together. 5. Thank you for your help, ma'am. Been Perfekt. very brave. We'll need you to make a formal statement about what happened to Mr. Gage. Does that mean I can still collect my... Rang 2, perfekt. Never mind. Yes, officer, I'll make a statement. Auf der Karte notiert, leicht zu finden. Was für ein Hinweis. We Okay. have the murder weapon. And the murderer. The girl saw it all. Our killer works at a jewelry store called Hartfield's. That's a couple of blocks from here. Thinking what I'm thinking? Tate, maintain the perimeter. You also need to stand- Julia Hartfield und der Suche. Wir schauen mal kurz hier durch. Was haben wir hier im Start? Achso, jetzt können wir einiges, brauchen wir da eh nichts, genau. Aufgaben. Achso, das ist die generelle Einsatzbesprechung, Schuhgeschäft, ja, das ist alles eh klar und die Verstärkung ist unterwegs, ja, brauchen wir nicht. Perfekt. So, Personen, was haben wir das alles? Everett Gage, schauen wir es nochmal an, das ist der, was da liegt, genau. Was Gilletta,
Schulverkäuferin Augenzeuge des Mordes an Everett Gage. Edgar Kalu, Besitzer des Juweliergeschäfts und Mordverdächtiger. Ja, hat sie uns jetzt eigentlich gesagt, dass er der Ding ist? Aber ist nicht mehr... Ladenangestellte sagt, dass Kalu Everett Gage nach einem hitzigen Streit erschossen hat. Ah, genau, das hat sie uns doch ja gesagt. Stimmt schon. Okay, also wir haben ja eigentlich eine Zeugenaussage direkt vom Mord. Das ist gut, sollten wir ihn dann verhören müssen. Das ist natürlich sehr gut. Ja gut, okay, das haben wir... Okay, Hinweis ist natürlich... Da haben wir alle Hinweise. Ja, das brauchen wir jetzt nicht unbedingt gerade. Orte. What? Waffenladen? Juwelier. Was wollten wir noch mit dem Waffenladen? Waffen und Munition, Verkauf und Wartung. Schauen wir da kurz hin, ist ja egal. Schauen wir da mal kurz hin. Und zwar du fährst, also wir machen dann schnell Jump hin. Genau, da sind wir ganz schnell dort. Perfekt. So, schauen wir da rein. Ich glaube, das brauchen wir zwar nicht mehr, weil wir alles von ihr eigentlich erfahren haben, glaube ich. Das würde man, falls wir dort verkackt hätten, eventuell von ihm erfahren. Aber der Richtigkeit halber, schauen wir mal kurz her. We need you to trace a serial number. Sure. What's the make and model? FN Browning, model 1922. The serial number is 01138. You don't say. Well, I didn't sell it. Europeans love them, but it's pretty rare you find one over here. Although I did have one in here a couple of weeks back. Remember the owner? Yeah. Kalu. Edgar No, Kalu bitte. was his name. Thing looked like it'd never been fired, but he brought it in here for cleaning anyway. Then he bought a box of cartridges and he left. You know where we can find Mr. Kalu? Told me he was on his lunch break. Said he worked at Hartfield Jewelry Store. just Genau, up on so wie ich Broad. gesagt habe. Thanks for your help. Ja, das hätten wir uns können in dem Fall ersparen, aber haben wir es jetzt wenigstens abgehakt? Ja, haben wir abgehakt. Ja, dann haben wir das erledigt. Das passt. So, ich will nur kurz schauen, habe ich jetzt den Sound eigentlich... Ja, schalten wir es wieder aus. Habe ich wieder vergessen, hoffentlich war da inzwischen nicht irgendwo wieder eine Musik. Ja, es ist ärgerlich leider, aber anders geht's nicht. So, fahren wir jetzt mal selber wieder. Einmal fahren wir, einmal lassen wir ihn fahren, oder? Ding. Arbeitet für den Edgar Kalu. Das will ich jetzt noch halbwegs irgendwie abschließen. Gut, da könnte man aber dann die Schnellreise machen, oder? Das wäre fast besser. So, schauen wir mal den Alarm ein, dass uns die alle vorbeilassen. Kann ich eigentlich hier mit der Straße mal theoretisch mitfahren? Weiß ich jetzt gar nicht. So, wir sind gleich da, das macht nichts. Hier? Nee, Moment. Bleibt mal alle ganz entspannt. Da sind wir, sehr gut. (2:36 Uhr PM). Also nach Mittag. Officer, Guten Tag. can I interest you in a new watch? Officer Cole Ja, Phelps. sicher auch, Are aber... you Edgar Kalu? No. Mr. Kalu is out back. He said he'd lie down. Ja, genau, oder? Pause him for you. Der schaut schon so komisch. Er rennt die Sau. Go, Komm, Cole, go! der rennt die Sau hier. Stehen bleiben, Polizei, stehen bleiben. Kalu, get back here! Ja, genau. There he is. See him? Police, stop. This sounds dangerous. Stop or I will shoot! Genau, sehr schön. Kalu, you're under arrest for the murder of Everett Gage. So schaut's nämlich aus, Freunde. Da grinst er. The case that makes you, and the case that breaks you. The one you never solve, the one that keeps you awake at night. The case that gnaws at your guts and ruins your marriage.
The case that keeps you propping up a bar as you relive the what-ifs, the might-have-beens, the half-leads, and the half-truths. The case that other cops murmur about whenever you walk past. The case you never, ever discuss. God's mill may grind slowly, but it grinds finely, son. I hear it's you who knocked down Malefactor from the shooting yesterday. Yes, sir. Then tell me, Boyle, I hear you're quite the climber, a man of initiative. How would you like a chance at smiting this man with the sword of justice? You're asking me to conduct the interview, sir? I am, young Das Phelps. Interview, genau. You've only been with us a short time and you've assembled yourself a stellar arrest record. Not to mention the fine work you did in the war, sending heathens back to the hell they came from. But I'm curious as to whether you can turn your hand to interrogation. Takes a certain animal cunning, lad. Do you think you might be ready for that? Yes, sir. I think I am. Good man. I think I am. You need many things for a conviction, young Phelps. A motive, opportunity, hard evidence, and best of all, a confession. If you fail in the former, you can always use a modicum of violence to obtain the latter. How are you feeling, lad? Ja, so war das früher, ha? Ein bisschen Gewalt anwenden ist okay. The evidence is overwhelming. Naja. May the cat eat him and the cat be eaten by the devil. Bring me a confession, young Phelps. This is your chance. Don't fail me. Na, schauen wir mal. Enttäuschen wir mal den Captain hier nicht, oder was auch immer der ist. So, da ist er ja. Ist gespeichert, das ist auch sehr vernünftig. I want to see my lawyer. A lawyer can't help you, Mr. Kalu. You shot a man dead in cold blood. You're going to have to pay for that. Genau. So, wir haben, was haben wir, 16, 17 Minuten. Ja, das will ich jetzt noch hier hoffentlich zu Ende bringen. Streit mit Gage. Du kannst jederzeit Beweise durchgehen. Ja, nehmen wir das mal, oder? Ja, Streit mit Gage. Wie schaut's aus? You followed Everett Gage and the girl back to the shoe store. Genau. Put 5 rounds in Gage's back. Gage was a bastard. Whatever he got what was coming. But it had nothing to do with me. Du musst beurteilen, ob der behauptete Einsatz von kann durch Durchbrüchen bei Befragungen. Was haben wir da? Eine Antwort entfernen. Nö, müssen wir jetzt nicht. Das ist aber definitiv eine Lüge. Wir wissen ja, dass er ihn erschossen hat. Da brauchen wir jetzt gar nicht einmal schauen, wie er schaut. Er schaut auch komisch, aber wir wissen es ja. Er lügt. You shot Gage, and we know why. Genau. We can put you at the scene. You can't prove anything. Ja, und wie wir das beweisen können? Und wie wir das können? Moment. Sagt, dass Kalu einen einzigen Streit erschossen hat. Mal kurz überlegen. Waffe gewartet. Das ist ihm wahrscheinlich ziemlich Latte. Ja. Verdächtige Person identifiziert. That's it, oder? We know all Yeah. about the argument. Yes. Scaletta made a statement. You're counting on the girl? You think her testimony's gonna stand up in court? You're going to the gas chamber, Edgar. That Jew-hating fuck couldn't leave me alone. I had a sale. That girl was ready to buy. Ja, da geht's gleich weiter. Mögliches religiöses Let's change the Motiv. subject. You fasting for Yom Kippur, Mr. Kalu? Yeah, let's change the subject, you going motherfucker. How about baseball? You're not denying you're a Jew, Mr. Kalu. This is America. It's not Germany. It's not a crime. Some people don't like Jews, Mr. Kalu. Yeah, and I guess you're one of them. Gage hated Jews, didn't he, Mr. Kalu? I don't know what you're talking about. Ja, da würde ich doch mal sagen, das zweifeln wir mal an. Ganz klar. You left-wing leaning parasite. You expect me to sit here and listen to your drivel? You call me that? You sit there and you call me those names, you goddamn goy butt snatcher? You and that Gage! Why did you do it, Mr. Kalu?
Gage. He's in the Chamber of Commerce. He's in with all those momsers. He blocked every proposal I ever put forward. Kike this and kike that. He's been trying to ruin my business for years. Edgar Kalu, I'm charging you with the first-degree murder of Everett Gage. I respect your beliefs and your right to hold them. I hope for your sake the jury can commute to murder in the second degree. May God have mercy on you, sir. Masterfully done, Officer Phelps. It is just, Officer Phelps. Isn't it, lad? Yes, sir. Then let me have a word with the Chief of Police, young Phelps. The department needs heroes. A shining, honest face the public can admire. I applaud a man with your talent for unwavering justice. Back to your duties for now, boy. But here's a piece of advice. Get yourself 2 suits, get them pressed. Oh. Das riecht doch nach einer Beförderung, oder? Schade, jetzt so früh werden wir schon unsere normale Uniform hier los. Finde ich ein bisschen schade. Aber haben wir nicht so Outfits, aber ich glaube die Uniform können wir uns nicht anziehen. Nur zwischen den Sakkos können wir gleich wählen. Oh, geil. Das war ein bisschen laut. Streifen ist abgeschlossen. Du hast dir für Leistung eine Beförderung verdient. Mach dich bereit für eine Versetzung. Ja, schade, da ist unser Kumpel dann bestimmt weg. Solide Ermittlungsmethodik, Befähigung an der Dienstwaffe, höchste psychische Leistungsstärke, ausgeprägte Verhörinstinkte. Na perfekt. Ach so. Ja. Der Fahrersitz. Hat er irgendwas freigeschalten oben? Ja, schauen wir uns noch kurz an. Der Fahrersitz, und dann werden wir aber diesen Part hier auch schon wieder beenden. Hätte ich sollen eigentlich draußen machen, aber ist egal. Wir schnuppern mal hier rein. Ah, da sehen wir schon. Okay, sehen wir es halt, macht nichts. Wir im Anzug. Das nehmen wir noch mit. What's his problem? That's Biggs. He's an institution. So this is what all the fuss is about. Why couldn't they build a freeway that goes past my place? They haven't even approved the money yet, kid. The bond issue won't be till December. It'll be years before any of this will happen. Here's your new partner, Stefan Burkowski. Heard all about you, Phelps. You go easy on me and let me earn the odd citation, and maybe we'll get along fine. I'm here to learn, Detective. He's an intense one, isn't he, Mel? Intense. The newly minted Da detective. komme ich schon mal relativ sympathisch rüber. Hi, Phelps. I'll be keeping an eye on you. I could spend a little time basking in reflected glory. Make a change from busting hookers and dope fiends. Was Who mit was ihm? that, Commander? Roy Earl, chief detective and advisor. Chief They all dressed like detective. movie stars? Well, Roy is a movie star. And the whole of the seedy side of L.A. is his audience. What is that supposed to mean? Stick with me, kid. You'll find out. Ach, ich freue mich schon auf unseren nächsten Fall. Jetzt direkt hier unseren ersten im, wo sind wir? Verkehrsdezernat oder wie? Central Division, welcome for Detective Cole Phelps. Some of you guys may know Phelps. He's the cop who broke the jewelry store murder. Der Applaus, sensationell. Take a bow, Phelps. If it's all right with you, That's sir. an order, Phelps. Quiet. Was Phelps der da hinten is one eigentlich? of only 2 serving LAPD officers who received the Silver Star during the war. Really gave it those lousy Japanese, eh, Phelps? I did my best, Captain. Why are you war heroes always so modest? I'm Die war partnered heroes. Phelps with everybody's favorite Pole, Stefan Bukowski. Hope you like work, kid. Bukowski sure as hell doesn't. Well, that's why we have partners, right? Okay, can it, guys. Stick with Bukowski. He's a good cop. He knows traffic inside and out. I'm gonna start you out with 1 case. Do okay? I'll give you a couple more. You screw up, you'll be rousting vagrants and running license plates. Now get down to the PE Freight Depot, 6th and Alameda. A patrolman called in a suspicious vehicle. Signs of foul play. See what you can find out. Come on, Phelps. Ja, geil. It'll never stick and you'll get roasted. Unser erster Fall, oder wie? Geile Scheiße. So, wie schauen wir hier aus? Ja, cooler Anzug. Was kriegen wir noch? They really pushed you through quick, didn't they? 6 years on patrol before I got this test. You were here in 5 minutes. What do you want me to say? I didn't ask for any favors.
Okay, können wir hier noch irgendwas? I say we bust in there and find the goddamn evidence. Okay, da geht's raus auch. Those Vice boys get any on the side? I want to make homicide. You're wasting time. Get out of here. Okay. Na gut, schauen, ob wir noch irgendwas machen können, aber ich glaube es fast nicht. Nö. Nö, wir gehen dann raus, da geht's weiter, Freunde. Ich darf mich recht herzlich bedanken. Das war's für den Part. 25 haben wir heute geschafft, sogar 25 Minuten. Und... Jo. Outfits. Okay, können wir da schon irgendwie... Okay. Geil. Ja, der ist eh nicht schlecht, der ist aber auch cool. Ach so, du triffst besser mit dem Grunt unter 45er. Besorg dir 2 Anzüge und lass sie bügeln. Du schlägst härter zu und kannst mehr einstecken. Warum? Mit dem Anzug? Ja, aber ich glaube, das ist nicht das Problem. So, wir lassen den aber mal an. Bin gespannt, aber das kriegt man, muss man die Anzüge kaufen in den Laden oder kriege ich die dann irgendwie irgendwann was soll ich sagen? Muss ich die kaufen oder kriege ich die so pro Mission dann extra dazu? Weiß ich jetzt gar nicht. Werden wir alles herausfinden. Vielleicht wisst ihr das, wie man da neue Outfits bekommt oder ob das automatisch funktioniert. Jo, Officer. Ja, nicht mehr Officer, jetzt sind wir ja Detective, wenn mich nicht alles täuscht. Sehen wir das? Unseren Rang im Prinzip sehen wir hier nicht. Macht aber nichts. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Das war's. Herzlichen Dank. Erster Fall jetzt hier im Verkehrsdezernat. Startet im nächsten Part. Also bis dann. Danke und ciao, ciao. Ich würde mich auch riesig über einen Daumen von euch freuen, wenn es euch halbwegs gefallen hat. Gut. Das war jetzt wirklich. Danke und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.